Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sitze hier mit Julia und wir trinken Kaffee. Heute reden wir über Kundenservice, also telefonieren, chatten, reklamieren, all das. Hi. Ja, das Thema ist echt überall, oder? Man bestellt etwas, es kommt zu spät und dann muss man schreiben oder anrufen. Ich finde das manchmal nervig, aber es geht halt nicht anders. Total. Und weißt du, ich hatte letzte Woche so ein Ding mit einer Lieferung. Ich habe gewartet und gewartet und das Tracking hat immer nur gesagt, Paket ist unterwegs. Da denkst du auch so, ja, danke, das weiß ich. Oh Mann, das kenne ich. Ich hatte mal eine Bestellung aus dem Ausland, also Import. Da gab es Stress mit dem Zoll und der Kundenservice hat nur Standardtexte geschickt. Das war so frustrierend. Genau das. Viele Leute sagen auch, die Erwartungen sind hoch, schnell, freundlich, Lösung heute bitte. Aber die Realität ist oft langsam. Ich glaube, da ist so eine Lücke, also so ein Abstand zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ja, und dann kommt noch dieses automatische System, diese Roboterstimme. Drücken Sie 1 für dies, drücken Sie 2 für das. Ich bin da immer so, wo muss ich hin? Und zack, ich drück falsch. Haha, ich auch. Ich habe aber einen Tipp gelesen, wenn man in dieser Schleife hängt, kann man manchmal einfach sagen, Mitarbeiter, Mitarbeiter oder Berater. Manchmal hilft auch was Unsinniges, so oder Beep Beep, dann schaltet es zu einer Person. Echt? Das klingt witzig, aber hey, wenn's klappt, why not? Ich sag oft auch einfach gar nichts und warte. Manchmal holt das System dann automatisch einen Menschen dazu, aber klar, ist Glückssache. Im Chat finde ich es ein bisschen entspannter. Da kann ich meine Bestellnummer reinkopieren und in Ruhe tippen. Ein Agent hat mal gesagt, bitte schreibt klar, kurz und freundlich. Dann kann er schneller helfen. Das stimmt. Ich fange dann so an. Hallo, ich habe am 10. März bestellt, Bestellnummer 123456. Mein Paket ist noch nicht da. Können Sie bitte helfen? Das ist einfach, klar und höflich. Genau. Und vielleicht noch, was ist die voraussichtliche Lieferzeit? Also, wann kommt es wahrscheinlich? Wenn man eine genaue Frage stellt, kommt oft eine genauere Antwort. Sonst gibt's wieder so Textbausteine. Ja, diese Standardantworten, oh je. Man merkt sofort, wenn es Copypaste ist. Ich versuche dann ruhig zu bleiben und schreibe, danke, aber meine Frage ist noch offen, können Sie bitte konkret werden? Das hilft manchmal echt gut. Und bitte, Leute, habt eure Daten parat. Also Bestellnummer, Kundennummer, vielleicht Adresse. Ich speichere mir das in einer Notiz ab. Dann muss ich nicht suchen, wenn ich am Telefon bin. Guter Punkt. Ich sag am Anfang auch meinen Namen langsam und buchstabiere, wenn nötig. Gerade am Telefon ist das wichtig. Sonst fragt die Person dreimal nach und beide Seiten sind genervt. Stimmt. Und freundlich bleiben. Viele von den Mitarbeitenden haben Druck, die haben Ziele, also Zahlen, die sie schaffen müssen. Wenn man höflich ist, sind sie oft auch entspannter und geben sich mehr Mühe. Stelfgem doi feistam paarhatzoit. Meistam poe neine en das schreibt als prächtige, neine en das teile als prächtige, neine interarbeitenden Pflichten. In der denn die. Genau, Respekt in beide Richtungen. Ich habe mal in der IT-Hotline gearbeitet, nur kurz, aber boah, das war intensiv. Viele Leute hatten Angst vor Technik. Da hilft es, langsam zu sprechen und kleine Schritte zu erklären. Oh ja, Techphobie ist real. Da sind so einfache Dinge wie mach einen Screenshot, also ein Bild vom Bildschirm, oder starte das Gerät einmal neu. Das klingt banal, aber oft löst es 80% der Probleme. Haha, ja, der Neustart-Klassiker. Aber ehrlich, er funktioniert oft. Und wenn man mit der It spricht, ist es gut zu sagen, was man schon probiert hat. Dann wiederholen sie nicht alles und es geht schneller. Wichtig ist auch Privatsphäre. Oh wow, das ist nicht okay. Also Datenschutz ist wichtig. Ich gebe sensible Daten nie im Chat von Social Media. Ich schreibe lieber bitte per offizieller E-Mail oder Hotline und ich prüfe die Adresse auf der Website. Guter Übergang, Betrug. Phishing, das sind falsche E-Mails, die echt aussehen. Die fragen nach Passwort oder Kreditkartennummer. Wenn jemand am Telefon sofort Daten will, sage ich rufe zurück, aber nur über die Nummer von der offiziellen Website. Ja, das ist super. Und nie Passwörter sagen, wirklich nie, auch nicht die TAN von der Bank. Wenn man unsicher ist, lieber auflegen, tief atmen und selbst die echte Nummer wählen. Ich speichere offizielle Hotlines als Kontakt. Apropos Nummern, manche Firmen haben so eine kostenlose Hotline, zum Beispiel 08 zu 0 0 1 234.
Das sage ich extra Ziffer für Ziffer, damit es klar ist. Sowas steht meistens unten auf der Website im Kontaktbereich. Genau. Und bei E-Mails schaue ich auf Kleinigkeiten wie die Sprache. Wenn die Mail komisch klingt oder voller Fehler ist, dann ist es oft fake. Auch die Absenderadresse prüfen, nicht nur den Namen. Zurück zu Lieferungen. Wenn etwas importiert wird, dauert es oft länger. Der Zoll kann Zeit brauchen und manchmal fehlen Papiere. Ich sage dann im Chat, ich verstehe die Verzögerung, aber können Sie mir ein Datum nennen? Das wirkt sachlich. Ja, und wenn Sie kein Datum geben, frage ich nach einer Lösung, gibt es eine Teillieferung oder eine Erstattung? Also, ich suche da nicht nur Infos, sondern auch eine Option. Das bringt Bewegung rein. Guter Trick. Ich habe mal freundlich gesagt, ich weiß, Sie können nichts für die Post, aber ich brauche das Teil bis Freitag. Können wir zusammen eine Lösung finden? Und zack, ich bekam Expressversand gratis. Freundlich sein lohnt sich. Nice. Ich hatte so einen Erfolg im Live-Chat auch. Ich war positiv, hab Danke gesagt und der Agent hat mir einen Gutschein geschickt. Manchmal macht der Ton die Musik, wirklich. Wenn es aber gar nicht läuft, kann man eskalieren, also eine Stufe höher gehen. Ich sage dann, könnten Sie mich bitte an eine Teamleitung verbinden oder an wen kann ich mich wenden, wenn das Problem bleibt. Ruhig, aber klar. Ja, und man kann auch alles dokumentieren. Datum, Uhrzeit, Name der Person, Zusammenfassung. Dann kann man später sagen, am 3. April um 10 Uhr war das Gespräch, wir haben X besprochen. Das hilft mega, auch für Rückfragen. Ich schreibe mir sogar kleine Textbausteine, so Mini-Vorlagen. Zum Beispiel, hallo, ich habe am Datum X bestellt, Bestellnummer I. Mein Problem ist Sein. Ich wünsche mir folgende Lösung. Vielen Dank, das spart Zeit und Nerven. Das ist smart. Und wenn ich sehr frustriert bin, mache ich erst eine Pause. Kurz spazieren, dann schreiben. Wütende Nachrichten bringen selten was. Freundlich und bestimmt, das ist meine Regel. Ja, und realistische Erwartungen. Manche Firmen sind super schnell, andere brauchen einfach. Man merkt auch, wenn ein Team unterbesetzt ist. Dann plane ich extra Zeit ein und frage nach einer Zwischeninfo, so Status-Update. Ich habe noch was, wenn du in einem automatischen Menü bist, drücke manchmal die 0. Das geht nicht immer, aber oft landet man so bei einer Person. Oder sag deutlich, ich möchte mit einem Menschen sprechen. Klare Worte helfen. Und sprecht langsam, besonders am Anfang. Name, Anliegen, eine Sache nach der anderen. Wenn man 5 Themen auf einmal hat, geht alles durcheinander. Besser Schritt für Schritt, dann bleibt es übersichtlich. Oh, und noch ein kleiner Tipp für Chat, keine riesigen Textblöcke. Lieber kurze Absätze, dann kann der Agent antworten, während du schreibst. Das fühlt sich wie ein echtes Gespräch an, nicht wie ein Roman. Wenn mal was peinlich ist, wie ich habe das falsche Kabel gekauft, sag es einfach ehrlich. Viele Support-Leute sind dann total nett. Ehrlichkeit spart Zeit, echt jetzt. Absolut. Und wenn die Lösung technischer ist, frag nach einfachen Worten. Sag, können Sie das bitte einfacher erklären? Oder was ist der nächste Schritt? Gute Support-Leute können das. Zum Schluss noch ein Satz, den ich liebe. Danke für Ihre Hilfe, ich weiß das zu schätzen. Klingt simpel, aber macht die Stimmung gut. Und manchmal öffnet das die Tür für ein kleines Extra. So, ich glaube, wir haben viele Tipps geteilt. Habt eure Infos bereit, bleibt ruhig, schützt eure Daten und fragt klar nach Lösungen. Dann klappt es viel besser mit dem Kundenservice, auch wenn es mal länger dauert. Ja, und wenn ihr noch eigene Tricks habt, schreibt sie uns gern. Wir lesen super gern eure Erfahrungen. Und hey, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Dann verpasst ihr nichts. Genau, macht das gern. Danke fürs Zuhören, ihr seid super. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin viel Erfolg am Telefon und im Chat. Bleibt freundlich und passt auf euch auf.